Eine Ausstellung über 1200 Jahre deutscher Geschichte ist eine riesige Herausforderung. Was sind eigentlich die wichtigen Themen? Was sind die Themen, die wir aber auch weglassen müssten? Was sind die Themen, die für uns heute wichtig sind, die aber auch noch in 10 oder 15 Jahren wichtig sind? Das sind die Fragen, denen wir nachgegangen sind, um dann den Weg zu skizzieren, wie man so ein Projekt realisieren kann, verwirklichen kann. Und das war dann die Grundlage, zusammengefügt in einem Masterplan, mit dem wir dann in diesen Prozess gestartet sind. Jede historische Ausstellung, egal wie viel an historischem Material sie ausbreitet, bleibt letztlich doch eine Ansammlung von Löchern, Auslassungen, aber auch von Schwerpunktsetzungen, die man trifft. Und um das für den Besucher verständlich zu machen, bedarf es zentraler Fragestellungen, die sich durch die ganze Ausstellung durchziehen. Wir haben 3 dieser zentralen Fragestellungen für uns herausgearbeitet, die wir quer durch die Ausstellung verfolgen. Das ist einmal mit Schlagworten benannt Vielfalt, Ungleichheit und Umbrüche. Die erste Ausstellung des Deutschen Historischen Museums entstand ja unter ganz anderen Vorzeichen. Sie war gleichsam geprägt vom glücklichen Ende der deutschen Zweistaatlichkeit, endete mit Mauerfall und einem eher optimistischen Blick in die Zukunft. Heute leben wir eher in einer Zeit der Krise, der politischen Umbrüche. Es ist unklar, in welche Richtung sich unsere Welt weiterentwickelt. Und diese gegenwärtige Unsicherheit kann man auch als Chance sehen, dafür zu sensibilisieren, wie in der Vergangenheit mit Unsicherheiten, Transformationen, Umbrüchen umgegangen worden ist. Das Zeughaus, in der wir die neue ständige Ausstellung auf 2 Etagen zeigen, hat eine sehr lange und auch wechselvolle Geschichte. Und interessanterweise war dieses Gebäude aber schon immer ein Ort des Sammelns, der politischen Repräsentation und des Ausstellens von Geschichte und Geschichtsbildern. Es wird im Rahmen der neuen ständigen Ausstellung ganz unterschiedliche Ausstellungsbereiche und Angebote geben. Im Obergeschoss haben wir die Chronologie vom Spätmittelalter bis in die jüngste Vergangenheit, die deutsche Geschichte im europäischen und globalen Kontext zeigt. Im Erdgeschoss haben wir unterschiedliche thematische Angebote. Wir werden einen eigenen Ausstellungsbereich haben, der in die Geschichte des historischen Zeughauses einführt. Und wir werden einen eigenen Ausstellungsbereich haben, der Arsenal heißt und sich mit der Welt der Objekte befasst. Wir gehen anhand von Objektgeschichten auf Herkunfts-, Gebrauchs- und auch Entstehungskontexte von Objekten ein und fragen selbstverständlich auch nach unrechtmäßigen Eigentümerwechseln. Im Ausstellungsbereich Arsenal beschäftigen wir uns auch mit Fragen unserer aktuellen Museumspraxis. Wie gehen wir beispielsweise mit Objekten um, die bildlich oder im Ausdruck antisemitische, rassistische, sexistische Stereotype transportieren? Dürfen wir diese ausstellen? Sollen wir diese ausstellen? Und wenn ja, wie können wir diese angemessen ausstellen? Ein absolutes Novum der neuen ständigen Ausstellung wird sein, dass Kinder und Familien sich auf einen eigenen Ausstellungsbereich freuen können. Die Grundlage der neuen ständigen Ausstellung sind die zahlreichen Objekte, die in unserer Sammlung sind. 1 Million Objekte, ein reicher Schatz mit unglaublicher Vielfalt. Und aus diesem großen Schatz haben wir uns in gewisser Weise bedient, um eben die Objekte zu finden, die am besten unsere Themen, unsere Thesen eben auch zeigen können. Aber dann geht es auch darum, haben sie einen besonderen Schauwert oder sind sie rätselhaft, lösen Fragen aus, sind sie von besonderer ikonischer Bedeutung. Also wir haben Objekte wie zum Beispiel den Hut Napoleons aus der Schlacht von Waterloo oder das sogenannte osmanische Zelt aus dem 17. Jahrhundert. Das heißt, es gibt so Objekte, die wir auch wieder zeigen. Aber es gibt auch Objekte, die neu in die Sammlung gekommen sind und die neue Fragestellungen eröffnet haben. Zum Beispiel die Regenbogenflagge, die erstmals auf dem Bundestag vor wenigen Jahren gehisst worden ist und die natürlich eine ganz eigene Geschichte erzählt, eine lange Vorgeschichte hat, eine Geschichte des Kampfes um Emanzipation. Wir haben 2023 auf Basis unseres Konzepts einen europaweiten Wettbewerb durchgeführt, um ein Gestaltungsbüro zu finden und haben das Atelier Brückner gefunden, ein weltweit tätiges und sehr renommiertes Ausstellungsbüro, mit dem wir seit Anfang 2024 versuchen, unsere Ideen in den Raum zu übersetzen.
Uns eint dabei gemeinsam der Wunsch, die Objekte in ihrer ganzen Strahlkraft glänzen lassen zu können, aber auch unsere Inhalte adäquat in den Raum zu übersetzen. Wir wollen mit unseren vielfältigen Angeboten alle Altersgruppen ansprechen. Das sind vor allem auch die jungen Menschen, also die Grundschulkinder und auch die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Menschen erreichen, die mit besonderen Bedürfnissen und auch Einschränkungen zu uns kommen. Gerade für diese Gruppe ist es uns wichtig, Barrieren abzubauen und Zugänge zu schaffen zu den Ausstellungsinhalten. Ein weiteres Sonderelement, das wir in die Ausstellung neu einführen, sind die sogenannten Interaktionsflächen, die sich insbesondere an Jugendliche wenden und die gewissermaßen unter der Frage stehen, was geht das eigentlich alles mich an, was ich hier sehe. Ein anderes Element, um den Gegenwartsbezug zu stärken, sind Interviews, die wir mit Historikerinnen führen möchten, um zu zeigen, dass bestimmte Themen in der Ausstellung, die wir behandeln, eben noch nicht in der historischen Forschung endgültig abgeschlossen und eingeordnet sind, sondern dass es dann durchaus unterschiedliche wissenschaftliche Positionen und Urteile dazu gibt und damit den Besuchern auch ein Stück weit etwas an die Hand zu geben, um sich selber ein historisches Urteil bilden zu können. Man sieht, wir entwickeln verschiedene Annäherungen an die deutsche Geschichte, die man aber auch nicht alle zur gleichen Zeit sich anschauen muss, sondern man kann sich eben darauf konzentrieren, was einen in dem Moment, in dem man das Museum besucht, eben am meisten interessiert. Das Ziel ist dabei natürlich auch immer, dass Nachdenken über Geschichte auch Spaß macht, dass das auch eine Freude ist, und das ist auch das Gesamtziel unserer Ausstellung.